name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner, 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Damit Konnichiwa, Ihr Chibis und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Metal Gear Solid 5. Wir haben es endlich geschafft und sind aus dem Krankenhaus raus und nun geht's ab nach Afghanistan. Kapitel 1 Rache. Auf Zypern waren wir okay. Ab übers Mittelmeer. Durch den Suezkanal. Über das Rote Meer. Tja, mit dem Ärmchen wird schwierig. Jetzt geht das Spiel erst langsam richtig los.
Episode 1. Phantomglieder. Oder auf Englisch Phantom Limbs. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Ja, klappt noch nicht ganz so gut mit dem Ärmchen. Getting used to it? After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces should be the perfect warm-up. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is, we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars? Or should I say, your int scope? See the village? Straight ahead? To the right. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Da blinkt doch was, erzähl mal was darüber. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Okay, dann setzen wir mal eine Markierung. Good. Marker placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. So ist es. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back.
go! Let the legend come back to life. So ist der Plan. Wir sind jetzt endlich angekommen im eigentlichen Game von Metal Gear Solid 5. Gab ja doch einiges an Story jetzt im Vorfeld. Metal Gear Solid 5 ist ein Open-World-Spiel, welches einem völlig die freie Hand lässt, wann man wohin reisen möchte, wie man vorgehen will. Beispielsweise sehe ich da vorne jetzt schon so einen kleinen Außenposten, den wir uns mal genauer angucken. Und anders in den Vorgängerspielen, welche recht linear gewesen sind, also immer so quasi Gebäude, keine Ahnung, so und so groß, man muss von A nach B und muss sich halt dann einfach nur die Gänge entlang schleichen und so weiter. War zwar, also versteht mich nicht falsch, die vorherigen Metal Gear Solid Games waren auch der Hammer, aber Open World das Ganze jetzt auch noch, sprich freie Entscheidungsmacht, wie wir vorgehen, wann wir vorgehen, krass. Und mein Ziel wird es eben sein, That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. genau. Mein Ziel wird es sein, so gut wie es sich nur verhindern lässt, tödlich zu agieren. Betäuben, außer Gefecht setzen, umgehen. Das wird so mein Hauptziel sein. Pferdchen, du bleibst mal eben hier. Es gibt sicherlich dann auch Situationen, wo sich das nicht vermeiden lässt, aber Rambo-Style ist nichts für mich. Absolut nicht. Die ganze Szenerie ist brutal genug, da muss man dann nicht auch noch einen oben draufsetzen. So. Also ich sehe im Moment hier bei diesem kleinen Mini-Außenposten nur eine Person. Das sieht aus, als könnte man da in das Gebäude rein. Gucken wir doch mal. Hold it. There's a Soviet guard post. They're bound to be guards. Take a look with your binoculars. Ja, die habe ich ja Put the schon enemy gesehen. in the center of your field of view. Ja. Alle Idiot, den einen Hansel habe ich da schon gesehen. Sonst ist ja da keiner mehr. Oder? Ne, sieht nicht so aus. Ah, hier kann man sogar rein. Oh, da liegt ein Diamant auf dem Boden. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Genau, man muss in diesem Spiel Those auch... materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? Ja, gerade zu Anfang wird man noch sehr, sehr oft von plötzlich eintretenden Funksprüchen und so weiter unterbrochen, wenn man irgendwas erzählen möchte nebenbei. Was man normalerweise nicht macht, wenn man das Spiel normal spielt. Ne? Das ist ja nicht so, dass man so die ganze Zeit brabbelt. Es sind nur wieder hier so YouTubers und Streamers, die nebenbei noch irgendwelche Storys ins Knie drücken wollen. Die werden da gerne mal unterbrochen. Ja, man muss nebenbei auch Ressourcen sammeln, denn wie Ocelot vorher schon gesagt hat, geht es auch darum, eine Privatarmee wieder aufzubauen. Und um die quasi finanzieren zu können, braucht man natürlich unter anderem Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. um eine Privatarmee finanzieren zu können, braucht man zum einen Geld, aber auch Ressourcen. Und darum tun wir mal Ressourcen. Wann immer es möglich ist. Ein Wachposten und nur eine Person, das kann ich nicht ganz glauben. Da ist niemand. Da ist wohl auch niemand. Aha. Aha, okay.
Also die scheinen echt nur zu zweit zu sein. So, den markiere ich mir mal mit, damit ich ihn auf der Karte sehen kann. Welche da die hier wäre. Aber wenn ich das richtig sehe, gucken sie eigentlich nur starr in ihre Richtung. Klar, ist natürlich jetzt am Anfang noch alles sehr einfach und Schwierigkeitsgrad steigert sich langsam. Aber selbst wenn man hier unvorsichtig ist, kann das schief gehen. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich wechsle mal zu meiner momentanen Lieblingswaffe, die Betäubungspistole. Ich könnte ihn jetzt quasi mit einem Schuss betäuben. Wobei ich da darauf achten muss, wo ich hinschieße. Kopftreffer mit der Betäubungspistole schläfern sofort ein. Treffe ich ihn am Arm oder so, brauche ich vielleicht mehr Schuss oder muss länger warten. Dann kann ich natürlich auch noch versuchen, in den Nahkampf zu gehen. Den auszunocken. Und dann beispielsweise irgendwo erstmal hinter die Deckung ziehen, damit er nicht von seinem Kollegen gesehen wird. Aber den scheint es echt nicht zu interessieren, was hinter ihm los ist. In dem Menü habe ich jetzt die Möglichkeit, beispielsweise ihn auch zu verhören. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Ja, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die KI der Gegner ist ziemlich hoch, finde ich. Wenn die irgendwas hören, irgendwas sehen. Portable toilet. If you're gonna hide inside, watch the enemy doesn't decide to use it. Same goes for hiding downed enemies in it. Genau, man kann jetzt beispielsweise den da drin verstecken. Solange jetzt kein Kollege auf die Idee kommt, er müsse die benutzen, ist es eigentlich recht safe, dass da drin keiner erwischt wird. Also man muss wirklich extrem aufpassen. Ich habe im ersten Spielanlauf schon Kleinigkeiten absolut nicht bedacht oder übersehen und ziemliche Konsequenzen daraus gezogen. Daher gibt es hier durchaus auch die ein oder anderen spannenden Momente. Schalldämpfer ist voll, alles voll, okay. Und eben wie gesagt, zum Nahkampf hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, Kopftreffer zu landen, was aber auch geht. Guard post captured. Und jetzt könnte ich ihm zum Beispiel noch den Befehl geben, sich auf den Boden zu legen. Aber er versteht uns nicht. Jetzt kann ich natürlich hingehen und ihn packen oder eben schlafen legen. Legen wir mal hier rein, dann nehmen wir noch ein paar Sachen zum Einsammeln. So. Unser eigentlicher Job ist es aber, da in dem 400 Meter entfernten Dorf Informationen rauszufinden, wo unser Kollege, der Kazuhira Miller, Kazuhira, war das sein Name? Miller auf jeden Fall, wo er sich genau befindet, denn ja, ich wollte jetzt nur noch bis zu der Hütte laufen und dann das Pferd holen. Ist ja gut. Genau, also wir sollen rausfinden, wo der Miller genau ist und das machen wir dann in dem nächsten Dorf da auf 360 Meter Entfernung. Erstmal gucke ich, ob es hier noch irgendwas Brauchbares gibt. Ne, sieht nicht so aus. Zu Beginn des Spiels hat man einen Begleiter zur Auswahl, welches da ist, die weiße Salami, also das Pferd. Den rufen wir mal eben. Ah, da kommt er. Damit geht das natürlich alles ein bisschen bequemer. Extraction arrived. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Ja, wir suchen uns jetzt einen erstmal höher gelegenen Platz, um zu gucken, wie viele Feinde da sind. Can you see the village from there? Use the binoculars to recon the place. Ja.
So, schauen wir mal, ob wir irgendwelche Feindaktivitäten sehen können. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Nur wieder einen zu sehen im Moment. Ne, da ist noch einer. Das oder den Kommandoraum finden. Da haben wir Piepmatz. Was cool ist, das Fernglas hat auch ein Mikrofon eingebaut. Sprich, wenn sich welche unterhalten oder so und ich gucke sie in dem Moment an, dann kann ich sie belauschen. Was natürlich im Moment noch nichts bringt. Denn wie wir gerade eben erfahren haben, durch den Splitter in unserem Köpfchen ist das Sprachzentrum ein bisschen gestört. Sprich, die ganzen Fremdsprachen, die Snake eigentlich mal auf dem Kasten hatte, sind hops. Wir brauchen also eine Art Dolmetscher oder ähnliches. So, haben wir sonst noch irgendwo Feindkräfte? Da habe ich gerade irgendwo was gehört. Ein Generator oder so. Some will say Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Yep. A parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. Das wird also unser Ziel sein. Na dann. Ich glaube, von der Seite ist es noch am besten, wenn wir reinhuschen. Der Typ da hinten geht gerade weg. Oh. Oh, 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 oh. Schön auf die 6 achten. Kann ich hier aufs Dach? Das wäre natürlich auch cool. Знаешь о недавнем рейсе? Да, на Россию. Во Внуково. Мне пришла открытка от друга, который летел тем рейсом. Что? Но ведь... Он отправил ее еще до вылета. Просто она только пришла. Точно. Еще до катастрофы. Но я слышал, что по крайней мере один человек выжил. Не может быть! Наверное, еще просто тело не нашли. Самолет загорелся в воздухе. Никто не мог выжить после такого. Мне жаль. Пока. Пока. Jungs, wollt ihr euch jetzt ewig unterhalten? Danke. Aber sonst sehe ich keine weiteren. 3 Stück ist auch nicht gerade viel. Vielleicht schaffe ich es ihn. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihn kann ich jetzt schon mal wegbringen. Ich denke mal, hier hinten wird keiner von den Wachen hinkommen. Der Typ ist auch mit dem Rücken zu mir noch. Muss ich den auch noch loswerden, oder... Oh, nicht so ein Krach. Oder schaffe ich es jetzt lautlos, den Rest zu erledigen?
Steht er wieder hier vorne? Da ist auch noch einer. 2. Der Innenhof scheint frei zu sein. Sieht der Typ mich, wenn ich da jetzt drüber hüpfe? Ja, würde er. Scheiße. Okay, dann muss ich ihn also auch beseitigen. Und das kriegen wir auch hin. Locken wir den Herrn mal an. Na, komm, schnapp ihn dir. Sehr gut. Dann bringen wir ihn jetzt noch weg. Lassen wir hier in das Haus rein. Legen wir ihn auf der Couch schlafen. So. Ja gut, lass mal durchgehen. Der ist gerade mit dem Rücken zu uns gedreht. Da sind auch mindestens 2. Ein paar Ressourcen. You have arrived at your destination. Ein paar Ressourcen. Und die Informationen, die wir brauchen. So you picked up an intel file. Extraction. Now we know where Miller is. Interface. I'm marking it on your iDroid. The map has been updated. Also wissen wir jetzt, Miller befindet sich in Guandaika. Irgendwo vermutlich in dem größten Gebäude, welches ich dort vorfinden werde. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.